Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video hier aus der Brickworld 2.0 in den neuen Räumlichkeiten. Das letzte Mal haben wir dort hinten, ihr seht es, den Bahnhof endlich hier rübergebracht und auch verkabelt, alles wieder aufgestellt. Der ist jetzt so richtig an der Position, an der er sein soll, und dort wird es heute auch weitergehen. Ich habe es angekündigt, heute werden erstmals zum allerersten Mal in der Brickworld Eisenbahngleise verlegt. Da gibt es heute einiges zu tun. Es sind ungefähr 20 Meter. Das wird sich sehr weit auffächern, denn wir bauen auch die ganzen Gleise auf, einfach um jetzt hinter dem Bahnhof auch mal die ganzen Gleisanlagen zu haben. Es geht heute wirklich nur um die Gleise, einfach mal alles auszulegen, zu schauen, wie das Ganze aussieht, wie es wirkt. Aber auch das wird einige Zeit dauern. Wir hatten das Ganze schon mal gemacht, als hier noch Umbauarbeiten waren. Vor einigen Monaten habe ich das Ganze schon mal ausgelegt gehabt auf dem Boden, einfach um mal die Dimensionen zu sehen, ob alles da ist. Gab es ein Video dazu, heute richtig auf dem Tisch. Da geht auch mein großer Dank an Trixbricks. Trixbricks bringt ja einige alternative Schienenelemente heraus zu den Plastikschienen von Lego. Lego hat ja im Prinzip nur die weichen, eine gerade und diesen einen Kurvenradius. Und bei Trixbricks gibt es einiges mehr. Und ich muss euch sagen, das Video ist von ihnen gesponsert. Teilweise, die sind mit preislich sehr, sehr entgegengekommen, und da gibt es einfach super tolle Sachen, wie zum Beispiel das hier. Ihr seht es hier, das ist so eine Dreierweiche. Wir haben aber auch einfach ganz andere Kurvenradien in verschiedenen Breiten. Und da gibt es einfach ziemlich viel an Material. Hier noch ein anderes Element für eine Weiche natürlich. Und all das werden wir heute verbauen. Ich habe das damals schon geplant, auch ein bisschen mit Trixbricks besprochen. Die haben mir noch ein bisschen reingeholfen. Ihr habt mir auch geholfen. Wir haben das ja mehrmals bearbeitet, und heute ist der Tag gekommen, an dem wir das Ganze endlich hier auf die Platte bringen. Ich bin gespannt. Es müsste alles da sein. Ich habe es ja schon mal aufgebaut gehabt, aber ich habe es noch nie gesehen auf dem Tisch und auch vor allem nicht in Verbindung mit dem Bahnhofsgebäude. Ich bin gespannt, ihr auch hoffentlich. Wir schauen es uns heute an. Gleich kommt die Werbung und danach geht es los hier mit den Schienen. So sieht er übrigens aus, unser Plan für die Gleise, die jetzt im ersten Schritt des Gleiseauslegens hier in der neuen Brickworld zum Einsatz kommen werden. Der blaue Block hier vorne, das ist tatsächlich unser Bahnhofsgebäude, das hier steht, und das hier sind die Gleise, die dahinter kommen sollen. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gleise, von denen 7 für Passagiere etc. sind und 1 ist das Durchfahrtsgleis. Danach verdünnt sich das alles hier in die Richtung auf 3 Gleise, und das wollen wir heute bauen. Ich habe jetzt erstmal den Bereich hier hinten direkt ausgelegt, also bis zur Kante des Bahnhofs, einfach um mal zu schauen, wie das Ganze in der Größe wirkt. Und wir schwenken jetzt einfach mal rüber und schauen uns das Ganze an, denn es ist doch ordentlich. Schaut euch das mal an. Das sind tatsächlich einiges an Gleisen. Ich habe jetzt erst noch hier vorne und da hinten Baseplates gelegt, einfach um das Ganze in Form zu bringen. Wir müssen ja bei Gelegenheit mal uns überlegen, wie wir die eigentlichen Bahnsteige bauen. Ich muss mal hier um den Tisch herumlaufen, damit wir hier mal rübergehen können und sehen, ja, das wird ordentlich werden hier mit dem Bahnhofsgebäude. Aber ich glaube, im Verhältnis Bahnhofsgebäude, Gleisanlage ist das doch ganz ordentlich. Und ich finde einfach, es wirkt einfach besser, als wenn man jetzt einen Bahnhof hat mit 2 Gleisen, 8 Gleise, beziehungsweise 7 plus ein Durchfahrtsgleis. Ist doch ganz ordentlich. Dann haben wir auch hier, wie gesagt, habe ich ja angesprochen in einem letzten Video, nochmal eine Baseplate Platz am Rand, einfach um es noch ein bisschen schöner abzuschließen. Und später wird es auch so sein, dass man hier unten reinschauen kann und in diesen Gang, der dann hinten reinführt, der hinten vorführt zu unseren geplanten Rolltreppen, wird man hier unten durchschauen können, wo dann links und rechts eben die Leute auf die einzelnen Plattformen können. Und ja, das ist jetzt dann der erste Schritt des Ganzen. Es ist wirklich groß geworden. Das sah auf dem Boden nicht ganz so groß aus, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall das sein, was man so in Lego selten sieht, und darauf ist ja auch die Brickworld spezialisiert. Ich baue jetzt hier die weiteren Gleise hin und wir schauen uns das Ganze gleich nochmal an. Noch einmal zum Start dieses Takes ein Blick auf den Plan. Übrigens, diese großen Quadrate sind tatsächlich immer eine 48er Platte. Da sieht man auch hier, dass der Bahnhof auf 11 48er Platten steht, und das ist das geplante Schienenlayout für den Anfang. Und jetzt schauen wir uns das Ganze in der Realität an. Es hat das ja ein bisschen gedauert, alles wieder richtig zusammenzustecken. Und jetzt seht ihr hier unser Schienenlayout. Ihr seht, das Ganze geht jetzt relativ weit hier rüber, bis auf den Tisch sogar. Verjüngt sich aber so gut, dass man hier einiges noch dazu bauen kann. Grundsätzlich, ich gehe mal auf die andere Seite, dann kann ich euch das ein bisschen besser zeigen. Wir können auch das Ganze mal von dieser Seite aus anschauen. Das sind jetzt natürlich ungefähr 20 Meter Schienen, weil wir eben sehr viele Stränge nebeneinander haben.
aber ich finde, es teilt sich ganz gut auf. Der Plan, den wir vor einigen Monaten zusammen gemacht haben, hier in der Realität zu sehen, ist tatsächlich wirklich ein ganz besonderes Gefühl und es ist wirklich interessant, wie sich das Ganze jetzt hier entwickelt. Auch wenn man jetzt mal zum ersten Mal die Gleise sieht hinter dem Bahnhof, auch wenn hier noch gar nichts groß zu sehen ist. Entschuldigung. Hier werden, wie gesagt, die Plattformen entstehen. Die werden tatsächlich die ganze Breite einnehmen, teilweise vielleicht ein bisschen breiter, wenn Bahnhöfe haben ja nicht unbedingt an jedem Gleis gleich lange Plattformen. Da haben wir hier ein bisschen Spielraum. Wie gesagt, das Gleis hier in der Mitte ist das Durchfahrtsgleis. Und das heißt, wir werden hier vorne, haben wir ja schon ein bisschen angefangen bei dem Modul, da einen Bahnsteig haben, hier einen Bahnsteig für die beiden Gleise, hier einen Bahnsteig und auch hier einen Bahnsteig. Was mir oft aufgefallen ist bei anderen Lego-Städten ist, dass die Bahnsteige eigentlich falsch angefangen sind, denn dann sieht man ganz oft, dass der Bahnsteig hier dazwischen ist, was ja eigentlich gar keinen Sinn ergibt, denn zwischen Gleis 1 und 2 ist eigentlich kein Bahnsteig, der Bahnsteig ist ja außen. Aber das nur so zum Thema, dass wir hier ein bisschen mehr auf Realismus versuchen zu achten. Ja, auf jeden Fall, da kommen dann nach und nach die Plattformen hin. Wie gesagt, auch mit Treppenaufgängen, Aufzüge. Wir haben ja hier unseren Durchgang im Bahnhof, den sehen wir ja hier. Da geht es ja dann runter, das Loch ist ja schon drin. Dann gehen hier Rolltreppen, Treppen nach unten und die ganzen Fahrgäste können hier unten sich zu ihrem jeweiligen Gleis begeben. Ansonsten wird es dann, wie gesagt, hier sich alles verjüngen. Der sehr, sehr langfristige Plan des Ganzen ist ja, dass wir irgendwann einen geschlossenen Schienenkreis haben. Und dadurch, dass wir einen realistischen Schienenkreis haben wollen, werden wir das Ganze unterirdisch zurückführen, sodass der Betrachter das Ganze so nicht sehen wird. In dem Bereich werden wir wahrscheinlich dann irgendwann städtisch runtergehen, dann hier runtergehen, das Ganze unterirdisch zurückführen. Vorne im ländlichen Bereich, der dann irgendwann da hinten kommen wird, ist die Planung grundsätzlich, dass da dort auch mal ein Berg entstehen wird. Und dann wird 1, 2 Gleise werden sich in diese Richtung verabschieden, 2 so ein bisschen darüber, um noch ein bisschen eventuell einen zweiten Bahnhof in einem Dorf zu bauen. Alles nur ganz, ganz grobe Pläne, die ich mir so in letzter Zeit überlegt habe. Da könnt ihr gerne auch mal noch ein bisschen was dazu schreiben in den Kommentaren, wenn ihr das wünscht. Und ansonsten ist das sozusagen unser Werk von heute. Scheint vielleicht auf den ersten Blick nicht viel zu sein. Auch das hat sehr viel Planungszeit, geht auch das Zusammenstecken, das Bestellen etc. Und es ist natürlich gar nicht so günstig, wie man denkt. Aber da nochmal vielen Dank an Twixbricks. Ich werde es ja auch nochmal unten verlinken. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Haben super praktische Elemente, vor allem wenn man Eisenbahn in Lego haben möchte, die ein bisschen anders ist als das, was Lego bietet. Und dann können wir ja auch in absehbarer Zeit mal anfangen, Züge zu bauen. Da bin ich auch gespannt. Aber das macht jetzt schon mal einiges aus. Und das ist auch der Grund, warum ich unbedingt diesen Teil da auch noch haben wollte, des Tisches. Da müssen wir einfach hier mal die Gleise ein bisschen vorankriegen. Dadurch, dass sich das Ganze hier nach hinten verjüngt, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, hier relativ nah ranzubauen. Hier ist mein Plan, dass wir hier jetzt nicht irgendwas Sichtbehinderndes bauen, sondern eher tief bleiben, einfach auch, um hier reinschauen zu können. Wenn man jetzt hier steht, kann man ja als Besucher, auch wenn es keinen offiziellen Besuchersverkehr geben wird, hier in den Bahnhof schauen und kann sich hier die Gleise anschauen. Und hier drüben können wir dann langsam wieder anfangen, auch Gebäude hochzuziehen. Das wird auf jeden Fall dann hier wahrscheinlich, die Gebäude werden dann wahrscheinlich ein bisschen auch die Gleisanlage verdecken, ist auch realistisch, aber da vorne möchte ich es einfach so haben, dass man da reinschauen kann. Und von der Rückseite wird man ja die Möglichkeit haben, wenn man hier steht, relativ gut, auch wenn hier ein Gebäude stehen würde, hier rüber zu schauen. Ich denke aber auch, dass ich auch hier vorne Gebäude hinstellen werde, einfach um so ein bisschen diesen städtischen Look beizubehalten. Wir haben ja hier auch genug Platz. Dann wird man wahrscheinlich links und rechts irgendwelche Absperrungen bauen, Schallschutz, wie auch immer. Und ja, langfristiger Plan ist auch, das Ganze irgendwann, wenn wir geschlossene Stromkreise haben, Schienenkreise haben, zu digitalisieren. Aber das ist eine Sache, die wir jetzt noch nicht groß angehen werden, weil es einfach eine Sache ist, die noch lange Zeit dauern wird. Denn dazu müssen natürlich erstmal weitere Tische folgen. Aber das ist schon mal ein Projekt, das wird einiges hier im städtischen Bereich voranbringen. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wohin das führen wird. Und ich hoffe, euch hat es gefallen, dass wir jetzt endlich Schienen haben. Und mal schauen, was wir im nächsten Update machen. Ich denke, dass wir dann mal weitere Elemente rüberbringen von der Stadt und absehbarer Zeit auch mal anfangen, hier die Plattform mal zu bauen, einfach um mal zu schauen, wie sich das Ganze voranbringt. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen wieder bei diesem Update. Ich glaube, es ist Update 180. Wir nähern uns den 200. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und ja, dann sage ich nur noch Tschüss.